Achtung, hey. Von rechts. Nein. Es ist scheiße anstrengend. Auch mal, oder? Es hat gepackt, alles in meinem Gepäck. So, auf die Reise. Ja, jetzt sitzen wir im Zug. Auf geht's jetzt nach Curico. Von da wollen wir weiter nach Molino und dann zum Park Ingles. Bisher gab es absolut gar keine Probleme. Wir haben ein bisschen Angst gehabt wegen unserem Gepäck, weil es ein bisschen arg schwer ist. Und im Zug steht maximal 20 Kilo, das haben wir nicht. Aber hey, wir sind trotzdem im Zug. Ja. Okay, wir sagen tschüss. Also Zugfahren in Chile, Ultra cool. absolut entspannt. Richtig sauber alles, übelst guter Service. Richtig stark verstellbare Sitze, kann man sich so hinlegen. Fußlehne geht hoch, alles Mögliche. Dann sind wir voll weggeratzt. Dann kam der Zug, ja, Zugbegleitung Schaffner, wie auch immer. genau, und der hat uns dann einfach aufgeweckt, gesagt, jetzt ist Curico Endstation, richtig cool. Also Top-Erlebnis, würde ich sagen. Und das Ganze für Billig, ich wollte gerade sagen. 20 € für uns beide. Also Gepäck hat jemals nochmal 5 € gekostet. Aber Alter, richtig cool. Yes. Wir sind jetzt im Autobus, im Bus. Hinten haben wir unser Gepäck hingelegt. Sind tatsächlich gerade angekommen in Curico. Haben gefragt mit unseren super Spanischkenntnissen, wo es denn hier einen Busbahnhof gibt. Und ja, dann sind wir auf die andere Straßenseite gelaufen, haben weiter nachgefragt und einfach direkt angesprochen worden. In einer Minute geht's los. Wir sollen schon einsteigen. Ja. Ja, jetzt sind wir im Bus. Jetzt fahren wir hier für umgerechnet 1,20. Pro Person für Molina sind ungefähr 30 Kilometer nochmal. Ja, und dann schauen wir, dass wir da einen nächsten Bus kriegen und dann zu unserer Endstation im Nationalpark. Mal gucken, ob das auch so reibungslos läuft, aber bisher echt top. Top, top, top. Was ist mir da? Park Ingles. Park Ingles. So, jetzt wollen wir mal unsere Rucksäcke wiegen. Kannst du das hin? Könnte es, ne? Natürlich halt das. Hi. Gracias. So, wir haben es gepackt. Wir sind finally auf dem Trail. Alles richtig, oder? Ja, Trail ist auf jeden Fall da. Ich hoffe, man sieht. Wahrscheinlich eher nicht. Jo, wir sind drauf. Wir haben jetzt 3 Kilometer ungefähr. Läuft alles relativ geschmeidig, aber es ist irre heiß. Es hat um die 30 Grad. Jetzt sind wir zum Glück ein bisschen im Schatten gelandet. Ja, aber knallt gut. Wir zünden uns gerade einen Riegel rein. Ja, wie gesagt, wir gehen so locker an. Doch nicht so locker. Jakob mit seinem freshen Outfit. Jakob, schau doch mal her, Kollege. Oh ja, schnelle Brille auch am Start. Genauso schnell sind wir auch unterwegs. Rock'n'Roll, kreuz und quer.
Que bueno! Er wirft einfach auf den Boden, Junge. Ist noch gut. Ja, machen wir jetzt Interview, oder? Also, entgegen unserer eigenen Erwartungen sind wir heute doch schon losgelaufen. Wir sind ein bisschen marschiert, wir haben 9 Kilometer gemacht. Eigentlich hatten wir geplant, heute nur einen Anreisetag zu machen, dann morgen loszulaufen. Aber aufgrund der krassen Anbindung, also wir sind Zug gefahren und zweimal Bus und waren dann um 13 Uhr da. Das war perfekt getaktet. Wir sind ausgestiegen und konnten gleich in den Bus einsteigen und beim zweiten Mal dann auch. Sind wir dann doch gelaufen. Die Strecke war an sich jetzt nicht so besonders spektakulär heute. Nee. War halt viel Schotterpiste und wir waren auch absolut nicht weg von der Zivilisation. Nee, also null. Campingplätze, ganz viele Häuser und allein schon, dass wir im Park gestartet haben. Im Park in Gles war unser Startpunkt. Es war ultra touristisch. Also ja, das hoffen wir, dass sich die nächsten Tage ein bisschen ändert. Aber, sorry, dass ich unterbreche. Ich weiß nicht, ob man es noch sehen kann im Hintergrund. Da ist das Gebirge, da wollen wir rein. Ich bin mir sicher, dass das ab morgen auf jeden Fall besser wird. Und dass wir dann wirklich das haben, was wir wollen. Dass wir ein bisschen weg von Leuten sind, weg von Menschen. Auf uns allein gestellt, genau. Aber man kann trotzdem sagen, der erste Tag hat echt geknallt. Die Hitze, ungefähr 30 Grad oder so, Rucksäcke, wir haben sie ja gewogen. 28 und 26 Kilo war es, glaube ich. Ohne Wasser, ne? Also ja, mit 2 Liter, 2 Liter Wasser, so 2,5. Ja, also es ist schon heftig. Jetzt Man merkt es auf jeden Fall in den Schultern, dass wir ja. schon Abend gegessen haben und ein bisschen Gramm weggegessen haben. Mal schauen. Jo, wir schreiben jetzt noch Tagebuch. Wir wollen jeden Tag so ein bisschen aufschreiben, was wir gemacht haben, wie viel wir gegessen haben, dass wir einen groben Überblick haben, auch wie viel Gas wir noch haben zum Kochen und so weiter und so fort. Ja. Und dann hauen wir uns in den Schlafsack und gehen pennen. Wir haben das Zelt nicht aufgebaut, es ist windstill und es soll nicht regnen. Von daher werden wir einfach unter freiem Himmel schlafen. Ja. Jo, in dem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Wir machen uns auf den Weg. Tag 2 beginnt. Ja, Nacht war gut. Wir wurden nicht von Tieren gefressen. Das war schon mal erste Hürde bestanden. Entgegen aller Erwartungen. Ich war ein bisschen paranoid, weil ich gesagt habe, hier ist so furztrocken, hier gibt es mit Sicherheit, keine Ahnung, Skorpione, Vogelspinnen. Ja, Schlangen. Aber Schlangen und wir haben echt so relativ nah an dem Busch geschlafen, oder beziehungsweise an Gestrüpp. Aber wir haben es überlebt, das ist alles gut gegangen. ja, und tatsächlich war es überraschend kühl. Also, ich meine, dafür, dass man am Tag 30 Grad hat, was haben wir in der Nacht gehabt? 10 Grad bestimmt. Das ist wahrscheinlich, ja. Also vielleicht sogar noch mal ein bisschen weniger. Ohne Thermometer schwer einzuschätzen. Aber Schlafsäcke tatsächlich auch komplett nass in der Früh, auch die ganzen Sachen, die draußen lagen. Ja, man lernt. Morgen machen wir es vielleicht anders. Eine Sache, die wir morgens auch immer machen, jeden Tag nach dem Aufstehen, beziehungsweise wenn wir losstarten in den Tag, dass wir eine Nachricht absenden, sogenannte Check-in-Nachricht mit unserem SOS-Gerät. Die geht einfach zu einer Kontaktperson, wo einfach kurz drin steht, alles okay, melde mich nur. Das ist eine vorgefertigte Nachricht, von denen können wir unendlich viele absenden. Und da geht es einfach nur darum, dass die sich zu Hause keine Sorgen um uns machen. Genau, dann schicken wir die mal raus. Also, jetzt ist soweit. Da hinten, glaube ich, sieht man noch den großen Weg. Und jetzt haben wir gerade Ayers getroffen, sehr nice. Und jetzt geht es Richtung kleinen Weg. Jetzt geht es mal richtig. Also jetzt, okay, hier sieht er noch ganz gut aus, aber da hinten erkennt man schon kaum noch mal einen Weg. Jetzt geht's eigentlich los. Gell, Jakob? Schleicht euch jetzt. Also aktuell riesen Wespenplage. Deshalb jetzt unsere Taktik. Eine Tüte mit Essen bleibt da vorne stehen und die Wespen gönnen sich dort ein bisschen was vom Essen. Wir haben die Tüte natürlich zugemacht.
Aber der Großteil der Wespen ist deshalb da geblieben und jetzt kann einer hier entspannt essen. Nachher tauschen wir. An diesem Vormittag haben wir uns tatsächlich um gute 6 Kilometer verlaufen. Sprich, wir sind eigentlich den ganzen Vormittag einfach nur im Kreis gelaufen. Das Ganze hatte seinen Grund, ist fürs Video jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen zu komplex zu erklären. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir die ersten 3,5 Tage unserer Wanderung auf einer anderen Route als geplant gegangen sind. Und das Kritische an der Sache war, dass wir uns auf diese Route nur obligatorisch vorbereitet haben. Das heißt, wir kannten unsere Wasserstellen nicht. Erschwerend kam dann hinzu, dass unser GPS nicht richtig funktioniert hat. Sprich, dort wären normalerweise auch Waypoints, also Wasserstellen, eingezeichnet gewesen. Die wurden aber nicht angezeigt. Das haben wir aber dann erst an Tag 4 oder so herausgefunden. Genau dementsprechend hatten wir schon ein bisschen Schiss, dass wir nicht mehr genug Wasser finden, denn wir sind den ganzen Tag an lauter ausgetrockneten Flussbetten vorbeigekommen. Es war brütend heiß und unsere Wasserreserven, wir hatten beide 4 Liter dabei, haben sich langsam dem Ende zugeneigt. Genau, nichtsdestotrotz am Ende, ja, als wir wahrscheinlich nur noch wenig Hoffnung hatten, für diesen Tag Wasser zu finden, haben wir dann doch noch ein kleines Bächlein gefunden. Hört ihr das? Jetzt sind wir echt richtig happy. Jetzt kann der Tag perfekt enden und es ist auch alles noch so grün, plätschert. Oh, es ist eine Traumlandschaft, Junge. Wir sind so glücklich. Wasser! Wir dachten, wir verdursten. 2. Tag und wir verdursten, Junge. Oh Mann. Er genießt das Leben halt, gell? Tag 2 in the books. Also, Tag 3 kann kommen. Jetzt ist 6:45 Uhr ungefähr. 5:15 Uhr wollten wir aufstehen, sind dann um 5:30 Uhr aufgestanden. Und ja, jetzt ist die Sonne tatsächlich schon ziemlich weit. Also jetzt ist auf jeden Fall mal schon mal hell. Stirnlampe brauchen wir nicht mehr. Und auf geht's jetzt. Tag 3, Mit Witze, weil es so arschkalt ist. Wir haben gesagt, wir stehen ein bisschen früher auf, um die Sonne ein bisschen zu vermeiden. Bis wir dann mittags, wenn die Sonne hochsteht, ein bisschen resten können und Eierbubu machen. Testnachricht wird gesendet. Ich habe schon wieder gepurzt. Jakob. Geisteskrank. Schon die Farben wieder da hinten. Total, gell? Alles vertreten. Ach, es ist so stark. Ja, oh mein Gott. Hey, Junge, wie stark. Oh mein Gott. Wir haben Wasser und schaut euch diese Landschaft an. Oh mein Gott. Schaut euch das an. So, einfach eine Bergquelle. Also hier entspringt wirklich ein Fluss, der dann da unten zu diesem See führt. Und das ist irre. Und da gehen wir jetzt hin, eventuell springen wir sogar rein. Mal gucken. Let's go! Geil! Ja! Bueno! Let's go!
Ja, nach einem wirklich bis dahin schon beeindruckenden Vormittag und einem kurzen Zwischenstopp am See ging es dann auch schon weiter für uns. Es gab dann die erste Fluss- bzw. ja, Bachüberquerung, eigentlich unspektakulär, aber in dem Moment trotzdem cool, weil es die erste Gewässerüberquerung für uns auf dieser Wanderung Ja, war. ist voll gut für die Füße. Dann haben sich auch schon die ersten körperlichen Probleme breit gemacht. Ich habe mir die Oberschenkel wund gelaufen, sodass Erik mir dann ab diesem Zeitpunkt mit seiner Ersatzunterhose ausgeholfen hat. Ja, das ist nun mal die Realität, wenn man so eine Wanderung angeht und kann vorkommen. Problem Wolf, oder? Wolf. Braucht dann nachher deine Unterhose einfach. Ja, dann fallen wir uns nicht. Wir haben dann wieder ewig einen Schattenplatz gesucht und sind dann glücklicherweise an einem kleinen Abhang, einer kleinen Schlucht direkt an dem Bach fündig geworden. Wie läuft? Scheiße. Anstrengend ist. Ja, Tag 3 heute auf jeden Fall. Gestartet, 5:30 Uhr sind wir aufgestanden, haben dann schnell unser Camp abgebaut. 6:15 Uhr waren wir dann schon Richtung auf dem Track schon wieder. Und dann ging es los mit einem unglaublichen Sonnenaufgang. Also, beziehungsweise die Sonne kam richtig stark. Da konnte Jakob dann. Mir hat es richtig Spaß gemacht, weil ich Patronenschutz bekommen habe. Ja, Es war wirklich irre, es war perfekt vom Licht und auch so von der Stimmung. Also jetzt abgesehen von den Aufnahmen war es auch einfach, ja, schon ja. magisch, sage ich jetzt mal. Gell? War schon krass. Und um das Ganze dann noch zu überbieten, sind wir weitergelaufen und dann wollten wir erst eigentlich eine Pause machen, haben dann gesagt, okay, wir gehen noch einen Kamm weiter und dann gehen wir über diesen Kamm und geisteskrank. Dann war dann unten eine Lagune, so ein See, dann sind da Quellen einfach wir waren auf 2700 Höhenmeter oder sowas, sind dann einfach aus dem Berg, ja. Ja, diese Aus der Aschewand Asche, da ja. einfach rausgekommen und es war unglaublich schön und dann genau da, wo die rausgekommen sind, war es dann grün. War wie so eine Und kleine Oase einfach, gell? voll. Und Also, da konnten wir gar Unfassbar, nicht dass mehr sowas überhaupt möglich ist. Ja, Ja, und zwar geil. Dann Auf sind wir so da einer Höhe, den Berg runtergefetzt und das war richtig, ja. das war Lebensfreude Da einfach. konnten Das wir war die richtig Emotionen gar geil. nicht mehr zurückhalten. Da sind wir Ja. da so runtergerannt. Es war unglaublich schön. Das Ja. hat richtig Spaß gemacht, ja. Also Ja. war ein richtig geiler Start in den Tag und haben jetzt hier noch einen richtig geilen Campspot aufgeschlagen. Ja. Mit einem unfassbar geilen Panorama. Hier wird jetzt dann gleich die Sonne untergehen. Wir werden uns noch lecker was zu essen machen. Ja, und dann geht's morgen weiter. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, heute auch wieder keinen einzigen Menschen gesehen. Ja, also Es ist einfach, also für uns genau das Richtige. Es ist einfach geil. Man ist draußen in der Natur, ohne irgendwelche anderen Leute zu sehen. ohne Handy. Einfach, was machen wir am Abend? Schreiben Tagebuch und so. Also das Oldschool. ist schon ultra lustig. Man sagt auch, man kriegt den Tag gar nicht voll und am Ende. Wir stehen um 5:30 Uhr auf und wir haben schon gesagt, wir kriegen nicht genug Schlaf. Weil wir Ja, es ist irre. Man ist beschäftigt mit Wasser holen, Essen kochen, Zelt aufbauen, Sachen auslüften, dann natürlich laufen. Heute haben wir uns schon beide sauber aufgebrannt. Zumindest an den Händen und ich ein Ja. bisschen im Nacken, weil das einfach so runterbrennt. Es ist zwar windig, aber es ist brutal heiß. Ja. Heute bin ich extra lang gelaufen, ja, aber die Hände alle rot. Obwohl wir Ja. uns 3-mal eincremen am Tag oder so mindestens. Ja, wir kriegen uns schon gut ein. Und Aber- wir hauen halt richtig wie die Touris aus Deutschland. Wie bei uns richtig dicke weiße Schicht auf der Haut, aber Ja. hilft ja auch nichts. Naja. Morgen geht's weiter, hä? Morgen geht's weiter. Let's call it a day und wir machen uns was zu essen. Was mal, Morgen wieder 5:30 Uhr, hä? ja. Ehrlich.
Ich fasse es nicht.